Guten Morgen, liebe Leute. Ja gut, in diese Richtung, wo ich fahre, sieht es halbwegs hell aus. Hinter mir schwarz, so sah es gestern in diese Richtung aus. Dann habe ich hier in Andorra abgebrochen. Andorra stellt man sich ein bisschen bergiger vor, zu Recht, der Zwergstaat, der in den Pyrenäen liegt, der ist auch bergig. Ich bin hier bei Andorra in Aragon, ein Ort mit 8000 Einwohnern. Es gibt auch hässliche Orte in Spanien, kaum ein schönes Haus, also irgendwie, boah. Ich hatte gestern früh abgebrochen, weil meine Route einfach mitten in einem Regenband verlief. Ich hatte um 4 Uhr keine Lust mehr, da neue alternative Routen auszusuchen. Ich habe jetzt eine Alternative. Ich gehe Richtung Ebro und dann auf die Route 47 ist der Plan. Wobei eben die Route 47 geht dann runter nach Tarragona. Ja, gucken wir mal. Da ist jetzt irgendwie was schiefgelaufen bei der Routenplanung. Es geht genau da mitten ins Schwarze rein. Gladriss, das trifft sich gut. Hübsch. Ruta 47, da spricht ja viel Offroad immer. Echt? Ja dann. Das ist echt nicht einfach, den Weg zu finden. Den nicht, den links nicht. Einfach immer dem besten Weg folgen. Ich fahre jetzt von Andorra Richtung Calanda. In Calanda kommt dann wieder der Z von rechts runter. Aber den habe ich ja schon vor einem Jahr gefahren, da, mindestens teilweise. Deshalb habe ich mir jetzt auch Alternativrouten ausgesucht. Das war jetzt bisher eine super einfach zu fahrende Piste, neu gemacht. Und hier sieht man halt vom Regen, wie der Dreck von den Feldern in die Piste gespült wurde. Gibt es dann jeweils auch 2, 3 tiefere Stellen, aber hier wieder alles wunderbar. Ja, also Wetterpro macht sich in diesem Urlaub überhaupt nicht als gute Wetter-App hervor. Die liegen total daneben, muss ich sagen. Zaragoza ist in diese Richtung, wo es jetzt gewittert, da war eigentlich überhaupt nichts los. Ich bin übrigens in der Nähe von Alcañiz, da wo der MotoGP Aragon jeweils stattfindet. Ja, ein traumhaftes Gebiet, um Pisten zu räubern. Es ist ein traumhaftes Gebiet, das Wetter ist einfach nicht so traumhaft. Jetzt wieder hügeliger, okay. Ups. Eine rutschige Angelegenheit. Es treibt mich in diesen Graben. Das war jetzt nicht so angenehm. Wenn das Vorderrad dann plötzlich anhängt, dann liegt's da. Also wäre bei trockenen Verhältnissen easy zu fahren. Echt geil. Wird immer wilder der Weg. Will mir das gefallen?
übel. Ich weiß, wo lang. Muss mich da jeweils entscheiden, wo gucke ich, aufs Navi oder auf den Weg. Fehlt nicht mehr viel, dann bin ich schon wieder auf der Hauptstraße für den Moment. Meine Route hatte ich eigentlich ursprünglich von Teruel bis Maella geplant. Da ist schon noch einiges Offroad mit dabei dann. Und danach mal gucken, was der Tag uns so bringt. Ich fahre jetzt seit Galanda neben dem Tet her oder ein Stück den Fluss entlang, der Tet auf der rechten Seite, da durch die... Ja, ist eine spezielle Strecke, hat mir nicht besonders gefallen. Ich möchte jetzt diesen fetten Regentropfen entkommen. Bin ich endlich an der Sonne, jetzt guckt euch das an. Eigentlich meinte ich meine Richtung in diese und da ist jetzt irgendwie was schief gelaufen bei der Routenplanung, weil es geht genau da mitten ins Schwarze rein wieder. Jetzt werde ich mich mal wieder den Sinn meines Tuns hinterfragen. Es ist scheiße. Ich bin echt ziemlich angepisst, muss ich sagen. Ich bin jede Stunde mache ich Routenänderungen, passe an. Ja, so schön das ist, die Routenplanung mit GPX Studio. Wenn ich da Radweg eingehe, dann programmiert er mir eben diese Via Verde. Via Verde, das sind alte, stillgelegte Eisenbahnstrecken, die als Radwege ausgezeichnet sind. Nicht ganz meine Idee. Ich habe jetzt eine sehr kurzfristige Planänderung gemacht. Ich habe jetzt direkt diese Route genommen. Das hat er mir ursprünglich auch geplant. Da geht die Route jetzt durch so ein Tal. Meinte ich, alles gut fahrbar, hoffe ich. Ich werde dann mittendrin auf den Ted treffen. Der hat da aber dann ein Easy-Go-Back-Point drin wegen Flood Risk. Es gibt Gewitter da vorne, ja, oder wie auch immer, Regen, egal. Flood Risk, das trifft sich gut. Martin, was machst du für Sachen? Also dieser Weg ist super zu fahren und wenn es so bleiben würde, wäre das ja mal was Schönes. Bisschen tief teilweise. Da kommt der Z von rechts oder geht weg. Also fahre ich mal wieder auf den Z. Also wenn du Lust hast, einen Hinterreifen, der gerne ausbricht, dann kauf dir den Dunlop Trail Max Raid. Mazaleon. Und hier hatte ich die Nachricht von wegen Flood Risk.
Beim Ted, ich gucke mir das gleich noch mal an, der geht da eher rechts weg. Haben wir noch einen hübschen Ort hier. Also der Ted, der verläuft irgendwie da unten. Und da steht auf der ganzen Strecke Ripis Maia Flood Risk. Nun, ja, viel Wasser ist nicht. Aber vielleicht gibt es da die eine oder andere Wasserquerung. So viel Wasser ist dann schon. Ich hatte eigentlich Mequinenza angegeben, jetzt als Zwischenziel oder als nächstes Ziel, um dort auf die Route 47 zu kommen. Das war jetzt breiter Asphalt und obwohl da ein paar Regenwolken drohen, war es mir dann zu langweilig. Dachte ich, ja, guck mal, biege mal ab und habe jetzt hier eine Route diesen Fluss entlang entdeckt. Für ein paar Kilometer zumindest noch mal ein bisschen Offroad einbauen. Doch hübsch. Das gefällt mir. So, für den Moment geht der Weg da den Fluss entlang. Mein Navi sagt mir, jetzt biegt der da links weg. Dem ist tatsächlich so. Da geht's durch dieses kleine Tal raus. Okay. Für so eine Spontanroute gefällt mir das ausgezeichnet. Ich weiß immer noch nicht, wie der andere Fluss hieß. Das werde ich, da habe ich ja jetzt mittlerweile unten eingeblendet. Das hier ist definitiv der Ebro. Aha. Okay. Finde ich auch geil, jetzt sogar noch unbefestigt hier den Fluss entlang. Mal schauen, dass wir nicht baden gehen. Haus zu verkaufen dort oben. Sieht alles ziemlich verlassen aus. Naja, gebrannt hat es hier auch in der Gegend. Ich denke, die sind ausgebrannt, die Häuser. Ups. Also, Ruta 47 verspricht ja viel Offroad immer. Einfaches Offroad. Gucken wir mal. Na, gerade noch mit zweispurigen Fahrzeugen passierbar, was er ja auch verspricht auf seiner Webseite. Wurde also definitiv noch nicht gesäubert, die Route. Bin ja gespannt, wie das dann ausschaut, den Weg hoch. Da vorne bei diesem Wehr oder was auch immer, Wasserentnahme,
Da geht dann der Weg links weg. Ah, bin ich mal gespannt. Erstmal diesen Fjord quasi entlang. Bekannt vor, so bei Alora, diese Flussfahrten dort. Es ist heiß, am Fluss unten war 24, jetzt ist 29 Grad auf den paar wenigen Kilometern. Jetzt war da eine asphaltierte Straße, da musst du echt aufpassen, eine Kette drüber gespannt, da ist Fahrverbot weiter, jetzt geht's hier wieder auf der Piste weiter. Raus aus Mayals. Ist jetzt wieder ein schmalerer Weg. Echt? Na ja, dann.
Einer kommt gleich nochmal, meinte ich dann da vorne. Also, da ist nichts mehr mit einfach. Bin ich ja gespannt, was da noch kommt. Sieht für mich jetzt so nicht wirklich nach Weg aus. Eher nach Acker. Nach ein paar Kilometern Schnellfahrpiste zwischen den Windrädern scheint es jetzt wieder krasser zu werden, behaupte ich jetzt. Sieht doch so aus, als könnte es steil werden. Ja. Schon sehr ausgesetzt hier. Es ist super warm zum Glück. In dem Sinn, dass es dann halt auch wieder schnell trocknet. Wenn nass würde ich das nicht fahren wollen. Okay, die Kehren, die sehen jetzt, also diese zumindest, sieht nicht so übel aus. In dem Sinne jetzt lieber diese feuchte Erde, also es ist nicht sandig, es ist relativ kompakt noch wegen der Nässe. Folgen schon noch, es geht noch ein bisschen runter. Haben wir eine erste Hürde. Da kommt noch der Wind dazu. Oh, schön, wenn er kühlt, aber plötzlich mich weggedrückt hat. Ah ja. Also manchmal, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt, da greift die Vorderbremse nicht. Eine Sekunde ist lang. Weiß nicht, ist das echt, wenn es nur verstaubt ist? Erst wenn du richtig zupackst, dann kommt sie. Und wenn es so soft ist, magst du eigentlich lieber nicht so zupacken. Weiß nicht, ist das Aprilia-spezifisch? Das ist mir noch an keinem anderen Motorrad aufgefallen. Kein gutes Gefühl jedenfalls. Kiesweg jetzt. Wunderbar zu fahren. Jetzt genau in dem Moment endet der Belag. Na. Ich denke, die Hauptroute würde oben rum verlaufen. Also am Garmin kann man das feststellen, dass an der Strichbreite. Ich denke, der andere Weg wäre eher der offizielle gewesen. Gefällt mir irgendwie nicht so.
lo quiero. Also wenn das da drüben der andere Weg wäre, dann bin ich aber froh, habe ich den genommen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Krass. Aber da gibt es so viele, naja, vielleicht doch. Krass. Es ist echt nicht einfach, den Weg zu finden. Und das ist echt so, der geht da, dann geht's davor und dann gerade hoch. Da ist ja unmöglich. Da vorne kommt aber auch noch ein steiles Stück. Das ist super wild hier, ey. Meine Güte. Ist jetzt nicht so nach meinem Geschmack, offen gesagt. Ich habe echt die Befürchtung, dass es das Stück ist da vorne. Das ist für mich eher TED als Route 47. Nee, okay, Weg zurück. Ich gehe es mir kurz angucken, aber nein. Ich bin da an den Beginn des Aufstiegs hingelatscht. Es sind 3 Spuren, 2 mit Gröll, eine auf Fels, auf der Kante in der Mitte. Mit Rinnen links und rechts, das mache ich nicht. Ich habe jetzt 2, 3 Auswege gesucht. Hier eine Schlaufe, da unten jetzt den hoch. Bin da schon wieder zu dieser Hütte hoch. Der da drüben, der geht über verschiedene Kehren hoch, aber der endet dann, der geht gar nicht weiter. Die andere steile Rampe habe ich auch schon von weit gesehen. Kack mich an, es ist 35 Grad bei dieser Hitze, 36 zeigt er schon. Hier so rumkämpfen, es ist unglaublich. Gucken, dass ich hier heil rauskomme, aber das ist jetzt echt eine Scheißroute. Nix für einfach mal gemütlich Offroad fahren. Das ist TED. Das möchte ich eigentlich nicht mehr, solche Sachen. Es ist immer geil, irgend so eine Klippe zu schaffen, aber nee, nicht nur Klippen. Denn was mich ein bisschen erstaunt, ist echt, dass unten, das ist so ein super Weg und plötzlich, eigentlich ist da nichts fahrbar raus. Also für ein normales Auto auf jeden Fall bestimmt nicht. So, mal schauen, ob ich jetzt eine halbwegs vernünftige Route gefunden habe, die rausführen könnte. Sieht wieder übel aus hier. Ich gebe mir jetzt, glaube ich, noch eine Chance.
bis hierhin, okay. Nächste schauen wir wahrscheinlich geradeaus. Es geht einer rechts, dann geradeaus, links auch einer. Den nicht, den links nicht. Einfach immer dem besten Weg folgen und dann wieder hinunter. Da muss ich mir jetzt aber ernsthaft anschauen. Das wäre ja eine easy Route, wenn das einfach so von Anfang an gewesen wäre. Hätte ich mir jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde wahrscheinlich Mühe gespart, viel Schweiß gespart. Da unten habe ich mich irgendwo verfranst, also irgendwo da hinten. Eigentlich war ich da oben, meinte ich, bei den Windrädern, bin da die steile Piste runter für das bisschen mich verfransen. Ja, das hat es jetzt nicht gebracht. Da habe ich jetzt eine Dreiviertelstunde liegen gelassen. Da haben wir die Hauptstraße und mit der kommen wir dann wieder auf die Route 47. Muss ich dann überlegen, was ich davon noch mache. La Vilella Alta, sieht man noch den Kirchturm, ein bisschen vom Dorf. Ist da über zwei sehr, sehr steile Betonrampen hier hochgegangen. Hier sieht man, wenn ich mich nicht total täusche, den Mont Sant. Und jetzt geht es wieder Offroad weiter nach etwa 40 Kilometer beinahe kurvigstem Asphalt. Bin ich gespannt. So steil wie das letzte Mal war, mache ich nicht mehr. Aber ja, mal gucken. Definitiv nichts zum Schnellfahren wieder.
Und ich bin müde, ich merke es, die Kräfte, die lassen erheblich nach. Das hat Kraft gekostet da in der Hitze. Ich dachte schon Gegenverkehr, aber er hält. Hübsches Haus oder Ort oder was auch immer, was wir da unten sehen. Hotelanlage, Bodega, keine Ahnung. Und jetzt sind wir schon wieder asphaltiert. Okay, das ging ja soweit ganz gut. Ja, da unten, da habe ich das beinahe befürchtet, dass das hier ausarten könnte. Wow, wow, wow. Sicher auch ein bisschen meinen ausgehenden Kräften geschuldet, dass ich jetzt hier so kämpfe. Aber es ist schon ausgewaschen steil und einfach bestimmt nicht mehr einfach Offroad. Oh, wow, wow. Ja, aber hübsch ist es natürlich. Ja, schön, spektakulär ist es natürlich schon, aber anstrengend. Dreieinhalb Kilometer noch, okay, zum Ort. Ich habe jetzt den Eindruck, das wäre ein bisschen viel. Auf der Karte sieht das nicht so weit aus. Ein schweres Stück Arbeit.
Morgen noch ein paar Kehren. Sind ja auch betoniert, nicht ohne. Ich kann euch nur sagen, es ist unglaublich steil. Wie viel mag ich jetzt nicht schätzen. Naja, 20% bestimmt, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ich hoffe da immer keinen Gegenverkehr anzutreffen. Ansonsten bleibt nur Motor abwürgen. Diese Piste geht bisher einfach. Also ich bin da bei dem Dorf da oben, Montoro, mag mich nicht mehr erinnern. 1 Kilometer Asphalt gefahren, dann links weg. Dann war da auch immer noch ein bisschen Asphalt, schmales Sträßchen. Eigentlich eine breite, schöne Piste. Jetzt ist es das erste Mal so ein bisschen, bin eigentlich guter Dinge, dass das gut funktioniert, diese Piste. Ist relativ breit angelegt, da bin ich immer ein bisschen ruhiger als bei ganz schmalen Pisten. Ja, mein Wasserhaushalt meldet sich, ich bin ziemlich ausgetrocknet, auch wenn ich gerade eben schon wieder getrunken habe. Bisschen spät dran mit Trinken, zu viel Flüssigkeit verloren da in diesem Tal drin. Ja, mittlerweile ist es doch ein bisschen schmaler und ausgewaschener geworden. Vorhin auch gerade mal richtig steil. Aber da es ja mir runter besser läuft, ist da immer noch guter Dinge, gut im Flow. Ja, dann fehlen etwa noch 500 Meter, dann bin ich wieder auf der asphaltierten Straße für den Moment sicher mal. Schauen wir mal, was hier noch so passiert. Okay, mal noch ein Bachbett. Effektiv ein Bachbett. So, jetzt haben wir dann den Asphalt wieder. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo. Es ist 5, mir fehlen 50 Kilometer.